Der kulturelle Kontext und die Ausbreitung der frühen magischen Schriften im alten Mesopotamien sind eng mit der sumerischen Zivilisation verbunden, die etwa zwischen 2900 und 2000 vor Christus ihre Blütezeit erlebte. Sumer als Wiege der Zivilisation im südlichen Mesopotamien war der Ursprungsort dieser frühen magischen Schriften. Die Keilschrift, ein komplexes Schreibsystem, das in Sumer entwickelt wurde, fand erstmals Verwendung auf den Tontafeln, auf denen diese magischen Texte verfasst waren. Die sumerische Zivilisation entwickelte sich entlang der Ufer des Flusses Tigris und Euphrat im heutigen Irak. Zwischen 3500 und 2000 vor Christus erlebte Sumer eine Blütezeit, in der bedeutende städtische Zentren wie Ur, Uruk und Lagash entstanden. Diese Stadtstaaten waren nicht nur politische und wirtschaftliche Zentren, sondern auch kulturelle und religiöse Knotenpunkte, in denen die magischen Praktiken fest verankert waren. Die Entwicklung und Verbreitung magischer Texte im alten Mesopotamien verlief parallel zur Entstehung und Verwendung der Keilschrift. Mit der Entwicklung und Verfeinerung der Keilschrift verbreitete sich ihre Verwendung rasch über die Stadtstaaten hinaus. Schon bald wurden diese Tafeln nicht mehr nur in den Handelszentren verwendet, sondern auch in anderen Städten und Regionen des Landes. Bis zum 3. Jahrtausend vor Christus hatte die Keilschrift bereits ihren Weg in die gesamte Region gefunden und wurde zum Standardmedium für schriftliche Kommunikation. Parallel dazu fanden auch magische Schriften ihren Platz auf den Tontafeln. Diese magischen Texte, die rituelle Formeln, Beschwörungen und Zaubersprüche enthielten, waren nicht nur für die Dokumentation von Verwaltungstexten gedacht. Sie wurden auch in bedeutenden Bibliotheken der Zeit aufbewahrt, wie zum Beispiel in Hattusa, der Hauptstadt Anatoliens. Hattusa erreichte zwischen dem 17. und dem 12. Jahrhundert vor Christus ihren Höhepunkt als Hauptstadt des Hethitischen Reiches und war ein bedeutendes kulturelles Zentrum im antiken Nahen Osten. Die Tontafeln mit magischen Schriften wurden neben anderen literarischen und religiösen Texten in den königlichen Archiven und Bibliotheken aufbewahrt. Die Verbreitung von magischen Texten war jedoch nicht auf Bibliotheken beschränkt. Durch den florierenden Handel und den kulturellen Austausch zwischen den verschiedenen Stadtstaaten und Regionen Mesopotamiens gelangten diese magischen Schriften auch in private Sammlungen und Haushalte. Dies trug dazu bei, dass die Magie zu einer allgegenwärtigen und integralen Komponente des religiösen und kulturellen Lebens wurde. Verschiedene Berufsgruppen spielten eine entscheidende Rolle in der Ausübung von Magie und der Interpretation magischer Texte. Die Entwicklung und Verbreitung magischer Texte erstreckte sich über Jahrtausende, beginnend im 3. Jahrtausend vor Christus und endend mit dem Niedergang der Keilschrift im 1. Jahrtausend vor Christus. Diese Texte waren eng mit bestimmten Berufsgruppen verbunden, insbesondere mit den Ipu, den Exorzisten. Die Ipu waren hoch angesehene Spezialisten in der Abwehr und Bekämpfung von Dämonen und bösen Geistern, die als Ursache für Krankheiten und Unheil angesehen wurden. Sie waren mit der Durchführung von rituellen Reinigungs- und Exorzismusritualen betraut, um die Gesellschaft vor den Auswirkungen dieser dämonischen Mächte zu schützen. Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse wurden als unentbehrlich angesehen, und sie genossen hohes Ansehen in der Gesellschaft. Die Ipu waren eng mit den Tempeln verbunden, den religiösen Zentren der Stadtstaaten. Sie führten nicht nur Heil- und Schutzrituale durch, sondern waren auch für die Durchführung von Austreibungen verantwortlich, um dämonische Ursprünge von Krankheiten zu bekämpfen. Ihre Arbeit war von großer Bedeutung, da viele Krankheiten als dämonischen Ursprungs angesehen wurden und die Exorzisten eine entscheidende Rolle bei der Abwehr solcher Übel spielten. Es war jedoch nicht immer klar, ob eine Krankheit tatsächlich dämonischen Ursprungs war oder natürliche Gründe hatte. Aus diesem Grund arbeiteten die Ipu manchmal mit den sogenannten Asu zusammen, den Physikern oder Heilern, um die Ursachen von Krankheiten zu ermitteln und angemessene Behandlungen vorzuschlagen. Diese Zusammenarbeit zwischen den Exorzisten und den Heilern zeigt die Komplexität und Vielschichtigkeit der magischen Praktiken im alten Mesopotamien. Die Ipu oder Asutu, die Formelflüsterer oder Übelsammler,
waren dafür verantwortlich, drohendes Unheil mit Hilfe von Zaubersprüchen und Ritualen abzuwenden. Sie mussten den Omen folgen, die von anderen Zauberern, den Baru, gedeutet wurden. Die Baru, oft weiblich, waren Wahrsagerinnen und Omendeuterinnen, die die Ursachen von Krankheiten und anderen Problemen ermittelten. Sie waren darauf spezialisiert, die Verbindung zwischen Omen und Übel herzustellen. In der mesopotamischen Kultur wurden Krankheiten und andere Ereignisse als göttliche Vorhaben betrachtet, und die Baru versuchten, die Zeichen zu interpretieren, die die Absichten der Götter offenbarten. Die Zusammenarbeit zwischen den Ipu, den Asu und den Baru verdeutlicht die komplexe soziale Struktur und die Arbeitsteilung innerhalb der magischen Gemeinschaft im alten Mesopotamien. Diese Berufsgruppen spielten eine entscheidende Rolle bei der Interpretation magischer Texte, der Durchführung von Ritualen und der Bewältigung von Krankheiten und anderen unheilbringenden Ereignissen in der Gesellschaft. Vor 2700 Jahren gründete König Assurbanipal von Assyrien in der antiken Stadt Ninive die weltweit größte Bibliothek. Diese wurde nicht nur zum Zentrum seines Wissens und zur Festigung seiner Macht genutzt, sondern ist auch heute eine unverzichtbare Quelle der Weisheit für die Wissenschaft und Forschung über das alte Mesopotamien. Die Entdeckung der Bibliothek im Jahr 1849 durch Henry Layard brachte zahlreiche Keilschrifttafeln ans Licht, die aus der Zeit der Sumerer stammen und die ältesten bekannten Schriftzeugnisse der Menschheit darstellen. Die Tafeln, hauptsächlich auf Ton geschrieben, überlebten den Brand des Palastes, was ihre Langlebigkeit im Vergleich zu Papyrus unterstreicht. Sie umfassen wirtschaftliche, administrative, literarische und religiöse Themen und bieten einen Einblick in das Wissen und die Kultur der damaligen Zeit. Einige der Texte in Assurbanipals Bibliothek beziehen sich auf die Göttin Nisaba, die als erste Verfasserin einer Tontafel genannt wird. Die Erfindung der Schrift markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte, der sowohl kulturelle als auch gesellschaftliche Transformationen mit sich brachte. Diese Entwicklung revolutionierte die Art und Weise, wie Menschen kommunizierten, Informationen bewahrten und Wissen weitergaben. Doch wer war diese bedeutende Gottheit, Nisaba? Auch Nisaba oder Nidaba genannt, ist eine Göttin der sumerischen und akkadischen Mythologie, die besonders mit der Schrift, der Weisheit und der Vegetation assoziiert wird. Ihre Verehrung und Bedeutung erstreckt sich über mehrere Jahrtausende und reflektiert die kulturellen, sozialen und ökonomischen Entwicklungen in Mesopotamien, insbesondere in der sumerischen und akkadischen Zivilisation. Sie war ursprünglich eine Göttin der Vegetation und Fruchtbarkeit, insbesondere des Getreides. Mit der Zeit erweiterte sich ihr Einflussbereich und sie wurde auch als Göttin der Schrift und Weisheit anerkannt. Diese Entwicklung spiegelt die Veränderungen in der mesopotamischen Gesellschaft wider, wo die Schrift als wesentliches Werkzeug für Verwaltung und Bildung immer wichtiger wurde. In der sumerischen Mythologie gilt Nisaba als Tochter des Enki, des Gottes des Wassers und der Weisheit, und der Ninhursag, der Göttin der Erde. Diese göttliche Abstammung betont ihre Verbindung zu beiden Elementen, der Erde, die Getreide hervorbringt, und der Weisheit, die für das Verstehen und die Verwaltung der Ernte notwendig ist. In Darstellungen erscheint sie manchmal mit einem Schreibgriffel, was ihre Rolle als Schutzherrin der Schrift und der Schreiber unterstreicht. Ihre Verbindung zur Landwirtschaft wird durch Ähren oder Getreideähren symbolisiert, die sie häufig in der Hand hält. Ihre Kultzentren befanden sich hauptsächlich in Eresh und Lagash, wo sie in Tempeln verehrt wurde. Ihr Haupttempel in Eresh war ein wichtiges religiöses Zentrum, das auch als Ort der Bildung und Schriftgelehrsamkeit diente. Die Priester und Priesterinnen, die ihr dienten, galten als Eingeweihte, sie waren oft auch Schreiber und Gelehrte, was ihre Rolle als Göttin der Weisheit unterstreicht. Zu ihren Ehren wurden verschiedene Feste und Rituale abgehalten, die sich auf die Ernte und die Schrift bezogen. Diese Rituale beinhalteten Opfergaben von Getreide und anderen Feldfrüchten sowie das Rezitieren von Hymnen und Gebeten, die ihre Weisheit und ihre schützende Hand über die Schrift und die Landwirtschaft lobten.
Nisabas Bedeutung in der mesopotamischen Gesellschaft war vielschichtig. Als Göttin der Schrift spielte sie eine zentrale Rolle im Bildungswesen und der Verwaltung. In einer Gesellschaft, die stark auf schriftliche Aufzeichnungen angewiesen war, um komplexe Handels- und Verwaltungssysteme zu betreiben, war ihre Verehrung von großer Bedeutung. Die Schreiber, die als ihre besonderen Schützlinge galten, hatten eine wichtige Stellung in der Gesellschaft und wurden hochgeschätzt. Ihre Rolle als Göttin der Vegetation und Fruchtbarkeit war ebenfalls zentral für die agrarische Gesellschaft in Mesopotamien. Die Landwirtschaft war die Basis der mesopotamischen Wirtschaft, und eine erfolgreiche Ernte war entscheidend für das Überleben und den Wohlstand. Indem sie die Ernte segnete und die Felder fruchtbar hielt, trug Nisaba wesentlich zur Stabilität und zum Wohlstand der Gesellschaft bei. Mit der akkadischen Eroberung und der darauffolgenden Vermischung der sumerischen und akkadischen Kulte wurde Nisaba auch in die akkadische Religion integriert. Sie wurde weiterhin als Göttin der Schrift und Weisheit verehrt, und ihre Rolle wurde sogar erweitert. In der akkadischen Mythologie ist sie auch mit den Sternen und der Astronomie verbunden, was ihre Assoziation mit Weisheit und Wissen weiter verstärkt. Nisaba wird in vielen sumerischen und akkadischen literarischen Werken erwähnt. In Hymnen und Gebeten wird sie als die göttliche Schutzherrin der Schreiber gepriesen. Ein Beispiel ist die Hymne an Nisaba, in der sie für ihre Weisheit und ihre Gabe der Schrift gepriesen wird. Diese Texte bieten wertvolle Einblicke in die religiösen Vorstellungen und die gesellschaftliche Bedeutung der Göttin. Der Mythos von Nisaba und der Erfindung der Schrift betont die göttliche Inspiration und die Bedeutung der Schrift für die menschliche Zivilisation. In den frühen Tagen der Menschheit, als die Götter noch unter den Menschen wandelten, sah Nisaba das Bedürfnis der Menschen, ihr Wissen zu bewahren und zu teilen. Sie wanderte durch das Land und beobachtete die Menschen bei ihrer Arbeit und in ihrem täglichen Leben. Schließlich setzte sie sich am Ufer des Euphrat nieder, nahm ein Stück feuchten Tons und formte es zu einer Tafel. Mit einem Schilfrohrstängel, den sie zu einem Griffel formte, begann sie, Zeichen in die Tontafel zu ritzen. Die ersten Worte, die Nisaba in den Ton ritzte, waren eine Hymne an die Götter und eine Beschreibung der natürlichen Welt. O An, höchster Vater der Götter! Erde und Himmel hast du geschaffen. O Enlil, Herr des Sturms und der Winde, dein Atem bringt Leben und Wachstum. Gras und Schilfrohr, Korn und Gerste, wachsen in Fülle durch eure Gnade. Mensch und Tier, Fluss und Berg. Alles ist euer Werk, euer Geschenk. Natürlich gibt es verschiedene Interpretationen solcher Texte, aber so oder so ähnlich haben sie wohl geklungen, die Worte, mit denen Nisaba den Grundstein legte für die schriftlichen Überlieferungen. Sie zeigte den Menschen, wie sie den Ton formen und mit dem Griffel Zeichen hineinritzen konnten, um ihre Gedanken und ihr Wissen festzuhalten. Heute wissen wir, viele Texte wurden als geheime Texte deklariert, die nur für eingeweihte Augen bestimmt waren und nicht für alle Menschen zugänglich gemacht werden sollten. Heilige Texte wurden auch oft mit den Worten Ka Enima signiert, was bedeutet, dass sie in keiner Form verändert werden dürfen. Vor der Erfindung der Schrift verließen sich Gesellschaften auf mündliche Traditionen, um ihre Geschichte, Gesetze und Kultur zu bewahren. Dies war anfällig für Verzerrungen und Verluste im Laufe der Zeit. Mit der Einführung der Schrift konnte Wissen nun aufgezeichnet und genau über Generationen hinweg bewahrt werden. Dies hatte weitreichende Auswirkungen auf alle Bereiche des menschlichen Lebens. Ein bedeutendes Resultat der schriftlichen Aufzeichnung war die Entwicklung komplexer Verwaltungssysteme. Durch schriftliche Aufzeichnungen konnten Regierungen und Verwaltungen effizienter arbeiten, Steuern erheben, Eigentum sichern und Handel betreiben. Dies förderte nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung, sondern stabilisierte auch die sozialen Strukturen innerhalb der Gesellschaft. Darüber hinaus ermöglichte die Schrift den Aufstieg von Berufen wie Schreibern und Gelehrten. Diese Individuen spielten eine entscheidende Rolle als Hüter des Wissens und der kulturellen Identität. Sie wurden hochgeschätzt und hatten direkten Zugang zu den Aufzeichnungen und Lehren der Göttin Nisaba,
die ihnen heilige Hymnen und spirituelle Erkenntnisse übermittelte. Dies trug zur Entstehung religiöser Traditionen bei, da Schreiber oft auch in religiösen Riten involviert waren und göttliche Offenbarungen dokumentierten. Insgesamt kann man sagen, dass die Erfindung der Schrift durch Nesaba nicht nur die materiellen Aspekte des menschlichen Lebens verbesserte, sondern auch tiefe kulturelle und spirituelle Dimensionen schuf. Sie legte den Grundstein für die Entwicklung von Literatur, Philosophie und Rechtssystemen, die die Grundlage für komplexe Zivilisationen bildeten. Ohne die Schrift wäre das menschliche Erbe unvollständig und unsere Welt heute unvorstellbar anders. Nesaba und die Schrift sind somit nicht nur historische Figuren und Werkzeuge, sondern Symbole für die Menschheit, die durch Wissen und Weisheit wächst und sich weiterentwickelt. Während der Mythos von Nesaba eine kulturell bedeutende Erzählung ist, bieten archäologische und linguistische Untersuchungen eine wissenschaftliche Perspektive auf die Entstehung der Schrift. Die frühesten bekannten Schriftzeugnisse stammen aus Mesopotamien und Ägypten, etwa um 3200 v. Chr. Die sumerische Keilschrift und die ägyptischen Hieroglyphen sind die ersten Schriftsysteme, die unabhängig voneinander entwickelt wurden. Die frühesten Schriftformen wurden hauptsächlich für administrative und buchhalterische Zwecke verwendet. Sie halfen bei der Verwaltung von Handelsgütern, der Erhebung von Steuern und der Aufzeichnung von Gesetzen. Aber es gibt viele Keilschrifttafeln, die Hymnen, Gebete und mythologische Texte enthalten, die Nesaba erwähnen. Diese Tafeln stammen hauptsächlich aus der Zeit der sumerischen und altbabylonischen Zivilisation. Ein Beispiel ist eine Tafel aus der Stadt Nippur, die für ihre umfangreiche Sammlung an religiösen Texten bekannt ist. Nesaba, Göttin der Weisheit, du, die das Schilfrohr und den Griffel hält, Lehrerin der Schreiber, Hüterin des Wissens, durch dich sind die Worte geformt, durch dich sind die Tontafeln beschrieben, Segen und Weisheit fließen aus deinen Händen. Der Mythos von Nesaba und der Erfindung der Schrift ist eine kraftvolle Erzählung, die die Bedeutung der Schrift für die menschliche Zivilisation unterstreicht. Nesaba, als Göttin der Weisheit und des Schreibens, symbolisiert die göttliche Inspiration und die transformative Kraft des geschriebenen Wortes. Durch ihre Tat, die ersten Worte in Ton zu fixieren, schenkte sie den Menschen ein Werkzeug, das es ihnen ermöglichte, Wissen zu bewahren und weiterzugeben, und legte damit den Grundstein für die Entwicklung der Zivilisation. Die wissenschaftliche Erforschung der Schrift und ihre Ursprünge ergänzt diese mythische Erzählung, indem sie konkrete archäologische und linguistische Beweise liefert, die die frühe Entwicklung und Nutzung der Schrift in der menschlichen Geschichte dokumentieren. Zusammen bieten Mythos und Wissenschaft ein umfassendes Bild von der kulturellen und historischen Bedeutung der Schrift. Die Enuma Anu Enlil ist eine faszinierende und bedeutsame Sammlung mesopotamischer Texte, die ein tiefes Verständnis für die Astronomie, Astrologie und Religion der alten Mesopotamier eröffnet. Die Sammlung, die bis ins 2. Jahrtausend vor Christus zurückreicht, gehört zu den wichtigsten Zeugnissen der antiken Welt und spiegelt die wissenschaftlichen und spirituellen Überzeugungen der alten Mesopotamier wider. Ihre detaillierten Aufzeichnungen über Himmelsbeobachtungen und die daraus abgeleiteten Omen liefern wertvolle Einblicke in eine Zivilisation, die Wissenschaft und Religion eng miteinander verband. Der Name Enuma Anu Enlil lässt sich etwa mit "wenn der Gott Anu und der Gott Enlil" übersetzen, was die große Bedeutung dieser Götter in der mesopotamischen Religion unterstreicht. Anu war der Gott des Himmels, und Enlil war der Gott des Windes und der Stürme sowie der Patron der Könige. Die Sammlung umfasst über 70 Tafeln und ist eine der umfangreichsten und bedeutendsten Sammlungen mesopotamischer Keilschrifttexte, die wir heute kennen. Diese Texte wurden ursprünglich in den Tempeln des Babylonischen Reichs und Assyrien aufbewahrt, wo Priester-Astronomen, genannt Il, die Bewegungen der Himmelskörper beobachteten und ihre Ergebnisse auf Tontafeln festhielten. Diese Priester galten als die höchsten Gelehrten ihrer Zeit und hatten nicht nur eine religiöse, sondern auch eine wissenschaftliche Aufgabe. Ihre Rolle war es,
die Götter durch genaue Himmelsbeobachtungen zu deuten und die Omen, die sie aus diesen Beobachtungen ableiteten, zu interpretieren. Die Enuma Anu Enlil-Tafeln decken ein breites Spektrum astronomischer und astrologischer Themen ab, wobei der Fokus auf der Interpretation von Omen liegt, die mit Himmelsereignissen in Verbindung stehen. Diese Tafeln liefern eine systematische Aufzeichnung der Beobachtungen von Phänomenen wie Mond- und Sonnenfinsternisse. Diese Ereignisse galten als besonders bedeutsam, da sie als direkte Botschaften der Götter betrachtet wurden. Ein plötzlicher, unerwarteter Wechsel von Licht zu Dunkelheit wurde oft als Zeichen von göttlichem Missfallen interpretiert, das Unglück oder Tod, besonders für Könige und Herrscher, ankündigen konnte. Die genaue Berechnung und Vorhersage solcher Finsternisse war daher von großer Bedeutung für die mesopotamische Elite. Die Mesopotamier waren frühe Beobachter der 5 Wandersterne oder Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, die mit bloßem Auge sichtbar sind. Jede dieser Himmelskörper wurde mit spezifischen Göttern und Omen in Verbindung gebracht. Mars, als der rote Planet, war beispielsweise mit Nergal, dem Gott des Krieges und der Zerstörung, assoziiert und wurde oft als Vorzeichen von Konflikten und Kriegen betrachtet. Neben den Planeten spielten auch die Fixsterne und ihre Konstellationen eine zentrale Rolle in den mesopotamischen Omen. Die Priester erkannten, dass die Bewegung der Sonne durch den Tierkreiszyklus mit den Jahreszeiten zusammenhing, und die Position der Sterne diente als Indikator für die beste Zeit für landwirtschaftliche Tätigkeiten und religiöse Feste. Bestimmte Konstellationen, wie die Plejaden, wurden eng mit den landwirtschaftlichen Zyklen und dem Beginn der Aussaat verbunden. Die Erstellung der Enuma Anu Enlil-Texte war das Werk hochqualifizierter Priester, die sowohl als Astronomen als auch als Astrologen fungierten. Diese Priester waren in den wichtigsten religiösen Zentren wie Babylon und Assur tätig und hatten die Aufgabe, die Bewegungen der Himmelskörper zu beobachten, um daraus Schlüsse über das göttliche Wohlwollen oder Missfallen zu ziehen. Diese Priester-Astronomen nutzten fortschrittliche mathematische Methoden, um Himmelsereignisse wie Finsternisse vorherzusagen. Dabei entwickelten sie frühe Formen von Kalendern und astronomischen Tafeln, die es ihnen ermöglichten, die Bewegungen von Sonne, Mond und Planeten über längere Zeiträume hinweg zu verfolgen. Ihre Arbeit war sowohl für religiöse Rituale als auch für die Planung von landwirtschaftlichen und politischen Aktivitäten von entscheidender Bedeutung. Die Verbindung zwischen Nisaba und der Enuma Anu Enlil-Sammlung zeigt sich darin, dass diese Texte auf Tontafeln festgehalten wurden, deren Herstellung und Standardisierung mit der göttlichen Weisheit Nisabas in Verbindung gebracht wurde. Die Enuma Anu Enlil-Tafeln verdeutlichen die enge Verbindung zwischen Astronomie, Astrologie und Religion in der mesopotamischen Welt. Sie betrachteten den Himmel als eine Art göttliches Buch, in dem die Götter ihre Botschaften an die Menschen schrieben. Diese Botschaften konnten von den Priestern nur durch sorgfältige Beobachtung und Interpretation der Himmelsphänomene entschlüsselt werden. Die mesopotamische Astronomie war daher nicht nur eine wissenschaftliche Disziplin, sondern auch eine spirituelle Praxis. Die Priester-Astronomen fungierten als Mittler zwischen den Göttern und den Menschen, indem sie die Zeichen des Himmels deuteten und den Königen und Herrschern Ratschläge gaben, wie sie die göttlichen Omen am besten nutzen oder abwenden konnten.